Hello, today is the first day of Kwanzaa, so today we'll start the Kwanzaa Reflectathon, which is organized by Njeri from Onyx Pages. I wanted to say I'm feeling really honored to have been asked to participate, and yeah, I think it will be really interesting. But now I'm going to switch to German, but there will be English subtitles, if you're interested. Njeri von Onyx Pages hat auch ein Video zu Kwanzaa und dann speziell zum Kwanzaa Reflectathon gemacht, in dem das einfach vorgestellt wird, worum es geht. Ich werde einen Link dazu in die Beschreibung packen. Ich werde jetzt hier nicht so darauf eingehen, kurz zusammengefasst geht es aber darum, das vergangene Jahr zu reflektieren, und dazu gibt es 7 Tage, an denen jeweils ein Prinzip, eine Idee im Vordergrund steht, auf deren Grund man dann das letzte Jahr reflektiert und guckt, wo dieses Prinzip da war. Beim Kwanzaa Reflectathon geht es dann darum zu gucken, wo diese Prinzipien in den Büchern, die wir dieses Jahr gelesen haben, zu finden sind. Deswegen werde ich 3 Bücher vorstellen, wo ich finde, dass sie mit dem Prinzip zu tun haben. Das erste und heutige Prinzip ist Umoja, Unity, zu Deutsch auch Gemeinschaft. Und ich bin nicht die einzige Person, die zu diesem Prinzip ein Video macht, sondern TBG Reads macht auch ein Video dazu. Das werdet ihr auch, sobald ich den Link habe, unten in der Beschreibung finden. Ich bin sehr gespannt auf die mindestens 14 Videos in den nächsten 7 Tagen. Und ihr könnt auch mitmachen. Es wird sogar einen Wettbewerb geben, aber wie genau und so, darauf werde ich am Ende dieses Videos nochmal kurz eingehen. Und damit zum heutigen Prinzip, Umoja oder Unity oder Gemeinschaft. Zuerst, als ich den Titel gehört habe, dachte ich, dass das sehr interessant werden könnte und dass ich aber auf jeden Fall sehr schnell etwas dazu finden würde. Zum Beispiel ist mir gleich die Serie Binti eingefallen. Das ist eine kurze Trilogie, in der die Hauptperson ein Harmonizer ist, in diesem Fall aber hauptsächlich innerhalb von Mathematik und Zahlen und mathematischen Systemen Harmonie schaffen kann, aber sie muss sich trotzdem sehr viel auch mit den Konzepten, was bedeutet Familie, was bedeutet Gemeinschaft und so auseinandersetzen. Dann habe ich mir aber die Definition von Njeri von Onyx Pages angeguckt. Danach soll es aber um eine Gruppe von diversen Personen gehen, die zusammenarbeiten, um eine gute Partnerschaft, ein gutes Team oder eine gute Gemeinschaft herzustellen. Und das fand ich dann wiederum schwieriger. Also ich bin die Bücher durchgegangen und habe festgestellt, dass die meisten Bücher, die ich gelesen habe, tatsächlich eine Hauptperson haben, die zwar Freunde hat und so, und das ist auch Thema, aber es ist sehr auf eine Person konzentriert und es gibt nicht so viel diverse Gruppen, in die ich gelesen habe, was ich sehr spannend fand, womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber ich bin trotzdem fündig geworden und die Bücher möchte ich euch kurz vorstellen. Das erste Buch habe ich diesen Monat erst beendet, und zwar Die Farbe Lila von Alice Walker. Die Geschichte spielt Anfang des letzten Jahrhunderts und es gibt auch eine Hauptperson. Sie erlebt krasse sexualisierte Gewalt, zuerst von ihrem Vater und dann auch von ihrem quasi aufgezwungenen Ehemann. Und insgesamt sind die Beziehungen, die sie hat, die sie in ihrer Jugend erlebt, alle krass gewaltvoll. Durch die Liebe und Unterstützung von anderen schwarzen Frauen gewinnt die Hauptperson irgendwann so etwas wie Hoffnung und sie kann überhaupt quasi erst beginnen mit ihrem Leben. Dieses Buch hat sehr viele unterschiedliche schwarze Frauenfiguren da drin. Sie sind nicht sofort immer gleich solidarisch miteinander, aber irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, jeweils nach den Charakteren, fangen sie an, sich zu unterstützen. Und das war einfach so schön zu lesen und besonders eine Figur und eine Gruppe von Frauen ist mir dabei eingefallen zu dem Prinzip Gemeinschaft, und zwar die Gemeinschaft von den Schwestern rund um die Nebenfigur Sophia. Die fand ich beim Lesen einfach so beeindruckend und ich glaube, sie haben einfach überhaupt die Möglichkeit von so einem solidarischen Frauengemeinschaft für die Hauptperson dargestellt, weswegen sie, glaube ich, sehr wichtig waren. Und diese Gemeinschaft
hat mir beim Lesen sehr, sehr gut gefallen. Denn sie leben alle in einer gewaltvollen, rassistischen, sexistischen, einfach patriarchalen Gesellschaft. Und dadurch, dass die Schwestern sich nicht vereinzeln lassen und füreinander da sind und füreinander einstehen, können sie ihr Leben zum Teil, klar, es gibt immer noch Bestrafungen dafür, aber sie können zum Teil ihr Leben positiver wandeln durch die Unterstützung von ihren Schwestern. Im zweiten Buch geht es auch um Familie. Es ist zugegeben nicht wirklich ein Buch, aber es ist eine Kurzgeschichte, die ich auch diesen Monat neu gelesen habe. Und zwar quasi von Schwarz-Rund. In dieser Geschichte geht es um 3 junge Erwachsene, die alle einer Familie angehören. Und der Hintergrund der Geschichte ist eine Gesetzgebung, die 2015 in der Dominikanischen Republik in Kraft getreten ist, das sehr vielen Leuten die Staatsbürgerschaft entzogen hat und zum Teil auch Familien auseinandergerissen hat. Und die 3 Charaktere dieser Kurzgeschichte, genau bei denen wird die Familie so auseinandergerissen. Ein Hauptpunkt dieser Kurzgeschichte ist Familie und was das bedeutet, auch in Bezug auf Diaspora. Also alle Jugendlichen mussten sich eigentlich auch schon vorher damit auseinandersetzen, was Familie für sie bedeutet, weil die Jugendlichen einfach sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen machen. Zum Beispiel sind sie alle auch schon örtlich voneinander getrennt. Eine Person lebt in Berlin, eine Person ist neu nach Barcelona gezogen und eine Person lebt in Santo Domingo. Die jungen Erwachsenen müssen herausfinden, wie sie Familie verstehen, jeweils für sich. Sie müssen herausfinden, wie sie dann innerhalb der Familie sich gegenseitig wahrnehmen können, die unterschiedlichen Erfahrungen wertschätzen können und reflektieren können und sich nicht gegenseitig unsichtbar machen. Ich fand es eine sehr kraftvolle Geschichte, die sehr viel mit Familie und Gemeinschaft, also dem heutigen Prinzip, zu tun hat. Und das dritte Buch ist wieder ein anderes Genre, und zwar Urban Fantasy YA. Und zwar Shadow Shaper von Daniel José Older. Mir hat das Buch beim Lesen sehr gut gefallen, aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass es so positiv heraussticht, wenn ich am Ende des Jahres Revue passieren lasse. Aber das tut es, denn hier gibt es tatsächlich eine Gruppe von Jugendlichen, die sehr unterschiedlich sind und trotzdem alle zusammenarbeiten. Auch hier gibt es eine Hauptperson, die schon am wichtigsten ist, und zwar Sierra Santiago. Sie kann Kontakt zu Geistern, also spezieller ihren Ahnen aufnehmen, in Form von Kunst, genauer Bildern. Und das ist eine sehr machtvolle Eigenschaft, die sie im Laufe des Romans entdeckt. Und da, wo Macht ist, gibt es auch Feinde. Und gegen diese Feinde muss sie sich wehren, denn sie bedrohen ihr Leben und später auch noch mehr. Und gegen diese Bedrohung setzt sie sich zur Wehr, aber tatsächlich sind ihre Freunde und andere Menschen, die sie kennenlernt, neu sehr wichtig für sie. Also hier bildet sich wirklich eine Gruppe, die sie unterstützt. Und Freundschaft und Zusammenarbeiten ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema in diesem Buch, um nicht weniger als die Welt zu retten. Das waren meine 3 Bücher zu dem Prinzip. Einmal Die Farbe Lila von Alice Walker, einmal Quasi von Schwarz-Rund und einmal Shadow Shaper von Daniel José Older. Jetzt seid ihr herzlich eingeladen, als ZuschauerInnen auch ein Buch zu diesem Prinzip vorzuschlagen. Dazu könnt ihr verschiedene Möglichkeiten nehmen. Entweder macht ihr auch ein Video. Das ist dann wichtig, dass es auch mit Kwanzaa Readathon getaggt ist, damit es überhaupt auffindbar ist. Oder ihr schreibt einfach einen Kommentar zu diesem Video, in dem ihr ein Buch nennt und begründet, warum ihr findet, dass das Buch mit dem Prinzip Gemeinschaft zusammenhängt. Und damit kommen wir zu dem Wettbewerb, der eben kurz angekündigt wurde. Wenn ihr heute einen Kommentar schreibt, in dem ihr ein Buch nennt, was zu dem Prinzip passt und auch begründet, warum es zu diesem Prinzip passt, und ihr meinen Kanal abonniert habt, dann kommt ihr in einen Verlosungspool unter allen Buchvorschlägen von heute, also die zu entweder meinem Video oder zu dem Video von TBG Reads gemacht wurden.
wird Onyx Pages eine Person heraussuchen, die ein Buch gewinnt, ein Afrofuturistic-Buch gewinnt. Wenn ihr den heutigen Tag verpasst habt, wird es aber zu jedem Prinzip an dem Tag weitere Möglichkeiten geben zu gewinnen. Aber generell würde ich euch empfehlen, die weiteren mindestens 13 Videos auch zu gucken. Ich glaube, es wird einfach spannend. Die Prinzipien finde ich super interessant. Ich werde die Prinzipien auch nochmal in die Beschreibung packen. Und ich freue mich drauf. Für einen Überblick, wer auf jeden Fall auch alles am Kwanzaa Reflectathon teilnehmen wird, verweise ich euch einfach wieder an dieser Stelle an das Einführungsvideo von Onyx Pages zum Kwanzaa Reflectathon. Und damit war es das von mir. Bis bald!